Du startest deinen Rechner neu, wählst ins BIOS und verpasst wieder das Zeitfenster. F2 entfernen, F10 Escape, welche Taste war das nochmal? Und dann Neustart. Nochmal und nochmal. Dabei gibt es 3 Wege, direkt aus Windows ins BIOS zu booten, ohne eine einzige Taste beim Hochfahren zu drücken. Die zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Methode 1 funktioniert über den erweiterten Start von Windows. Und das Schöne, es funktioniert in Windows 10 und Windows 11 fast identisch. Klicke auf Start, dann auf Einstellungen. Links auf System klicken, dann rechts runterscrollen bis zum Punkt Wiederherstellung. Hier siehst du den Punkt Erweiterter Start. Klick auf Jetzt neu starten. Nach dem Neustart erscheint dieser blaue Bildschirm. Das ist das erweiterte Startmenü. Hier klickst du nacheinander auf Problembehandlung, erweiterte Optionen und dann auf UEFI Firmware Einstellungen. Dann auf Neustart klicken und dein Rechner bootet direkt ins BIOS. Das war's auch schon. Kein F2, kein Zeitdruck, einfach durchgeklickt. Methode 2 funktioniert noch schneller mit einem einfachen Trick. Du sparst dir den Weg durch die Einstellung komplett. Klick auf Start, dann den Power-Button, also Ein-Aus. Halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicke gleichzeitig auf Neustarten. Shift-Taste gedrückt halten, nicht loslassen. Windows startet neu und du landest direkt im erweiterten Startmenü. Gleicher blauer Bildschirm wie vorhin. Jetzt wieder Problembehandlung, erweiterte Optionen und UEFI Firmware-Einstellungen. Neustart, fertig. Das ist zwar mein persönlicher Favorit, aber wir haben noch eine Methode übrig. Methode 3 ist der direkte Weg. Ein einziger Befehl, ein Neustart, BIOS. Kein Menü, kein Klicken. Öffne die Eingabeaufforderung als Administrator. Dazu tippst du CMD in die Windows-Suche ein, rechtsklickst auf Eingabeaufforderung und wählst als Administrator ausführen. Jetzt gibst du folgenden Befehl ein. Shutdown /R Abstand /FW Abstand /T Abstand 0. Was bedeuten diese Parameter? R steht für Restart, also Neustart, FW für Firmware, also bootet direkt ins BIOS, und T0 setzt den Timer auf 0 Sekunden, damit der PC nach dem Absenden des Befehls in 0 Sekunden ohne Verzögerung neu startet. Wenn dein Rechner diese Schreibweise mit Schrägstrich nicht akzeptiert, was selten vorkommt, dann probiere die Variante mit Bindestrichen, die ich unten einblende. Enter drücken, Rechner startet neu und du bist direkt im BIOS. Die 3 Methoden funktionieren natürlich nur, wenn Windows noch hochfährt. Wenn dein Rechner gar nicht mehr startet oder Windows beschädigt ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die klassische BIOS-Taste zu drücken. Die häufigsten Tasten sind F2, Entfernen, F10, F11, Escape oder manchmal Enter. Beim Einschalten mehrmals kurz hintereinander drücken, nicht gedrückt halten, sondern tippen, tippen, tippen. Falls du nicht weißt, welche Taste für deinen Rechner gilt, dann google einfach den Herstellernamen und BIOS-Taste. Das heißt zum Beispiel Lenovo, BIOS-Taste, und dann findest du es in 5 Sekunden. Und das war's auch schon. 3 Wege, direkt aus Windows ins BIOS zu booten. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, welche Methode du am liebsten nutzt oder ob du lieber beim klassischen F2 bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.